Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zu einem weiteren Teil der Videoreihe zum Einstieg in den historischen Motorradrennsport. In diesem Teil möchte ich euch gerne den groben Ablauf eines Rennwochenendes im historischen Motorradrennsport näher erläutern. Also bleibt dran! Ja, wenn ihr nun für euch alle vorbereitenden Maßnahmen erfolgreich durchgeführt habt und ihr habt euch für eure erste Veranstaltung, eventuell für euer erstes Rennwochenende bereits angemeldet, dann möchte ich euch jetzt hier einmal grob erklären, was da vom genauen Ablauf her in etwa auf euch zukommt. Nachdem ihr alles eingepackt habt, beginnt euer Wochenende natürlich mit der Anreise zum Veranstaltungsort. Hierbei ist es wichtig, möglichst frühzeitig und mit genug Zeitreserve anzureisen, damit ihr nach dem Einlass ins Fahrerlager genug Zeit habt, eure vorbereitenden Maßnahmen in Ruhe und ohne Zeitdruck und Stress durchzuführen. Wenn ihr dann euren Platz auf der Fahrerlagerstellfläche gefunden habt, geht es dann natürlich zunächst weiter mit dem Aufbau eures persönlichen Fahrerlagers. Das sollte dann direkt so weit erfolgen, dass ihr da nach Möglichkeit schon weitestgehend mit allem eurem Equipment startklar seid. Dann erwarten euch unmittelbar danach natürlich noch einige Formalitäten, die zu erledigen sind, bevor ihr überhaupt das erste Mal auf die Strecke dürft. Das Ganze beginnt mit der sogenannten Papierabnahme. Hierzu müsst ihr in das eigens eingerichtete Rennbüro oder zu einem ausgewiesenen Platz des Organisationsteams. Hier müsst ihr eure Nenn- oder Anmeldebestätigung nochmals vorlegen. Ihr müsst einen ausgedruckten und unterschriebenen Haftungsverzicht vorlegen oder diesen dort vor Ort unterschreiben. Für Veranstaltungen des Deutschen Motorsportbunds benötigt ihr ebenfalls eine gültige Lizenz für die Veranstaltung, die ihr dort vorzeigen müsst. Und natürlich bei Veranstaltungen, bei denen eine Zeitnahme und eine Wertung stattfindet, benötigt ihr einen Rundenzeittransponder. Wenn ihr keinen eigenen habt, könnt ihr euch diesen ebenfalls dort im Anschluss an die Papierabnahme für das Wochenende gegen eine entsprechende Gebühr ausleihen. Habt ihr diese Papierabnahme dann erfolgreich hinter euch gebracht, erhaltet ihr in der Regel ein Technikblatt für euer Motorrad, welches euch ermöglicht, im Anschluss euer Motorrad bei der technischen Abnahme vorzuführen. Somit müsst ihr dann zurück in euer Fahrerlager, den Transponder montieren, wenn nicht schon geschehen, und euer Motorrad zur technischen Abnahme bringen. Je nach den zeitlichen Gegebenheiten der Veranstaltung kann es möglich sein, dass zu diesem Zeitpunkt bereits oder noch die sogenannte Motorenruhe herrscht. Somit müsst ihr eventuell einplanen, dass ihr euer Motorrad zum Ort der technischen Abnahme schieben müsst. Bei der technischen Abnahme wird euer Motorrad dann von fachkundigen Leuten entsprechend in Augenschein genommen. Es wird gemäß dem Technikblatt eine technische Durchsicht durchgeführt, um sicherzustellen, dass euer Motorrad entsprechend vorbereitet ist, dem Reglement entspricht und kein Sicherheitsrisiko darstellt. Dazu ist es natürlich wichtig, sich im Vorfeld das Reglement genau anzuschauen, dass an eurem Motorrad die entsprechenden Maßnahmen und entsprechenden Vorbereitungen und Umbauten ausgeführt sind. Des Weiteren werden natürlich alle sicherheitsrelevanten Dinge an eurem Motorrad einmal durchgesehen, sprich Alter und Zustand der Reifen, natürlich die Funktion der Bremsen, Lenkanschlag und Freigängigkeit des Lenkers, die Drahtsicherung aller Öleinfüll- oder Ölablassschrauben und natürlich, dass das Motorrad selbst in seiner Silhouette keine scharfen Ecken und Kanten aufweist. Zusätzlich zu eurem Motorrad müsst ihr auch euren Helm zur technischen Abnahme mitbringen. Der wird ebenfalls einer Sichtprüfung unterzogen, dass dieser keine Beschädigungen aufweist und die entsprechende Prüfziffer vorhanden ist. Ab dem Jahr 2026 ausschließlich nur noch Helme mit der Prüfziffer 06. Hierbei gilt es, euer zuvor erhaltenes Technikblatt nicht zu vergessen, denn dies wird anschließend bei der technischen Abnahme unterschrieben und dort einbehalten. Wenn ihr die technische Abnahme dann ohne Beanstandungen durchlaufen habt, dann erhält euer Motorrad einen kleinen Abnahmeaufkleber und dieser berechtigt euch dann zum Einfahren auf die Strecke. Wenn man dann dort im Anschluss noch etwas freie Zeit hat und die Tageszeit auch noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, sprich es ist noch nicht dunkel, empfiehlt es sich einmal eine Begehung der Strecke zu machen.
In der Regel ist dies problemlos möglich. Oftmals ist die Strecke am Vorabend vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, so dass ihr hier beispielsweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad einmal die Runde inspizieren könnt. Insbesondere wenn ihr zum ersten Mal auf einer bestimmten Strecke fahrt, könnt ihr euch mit dem Streckenverlauf so noch einmal vor Ort vertraut machen. Ihr könnt schauen, wo sind Bodenwellen, wo ist eventuell noch etwas Öl oder Schmutz von vorangegangenen Veranstaltungen auf der Strecke, wo sind beispielsweise die Curbs besonders hoch, sodass man diese nach Möglichkeit nicht überfahren sollte. Und man kann sich beispielsweise auf der Startzielgerade anschauen, wo sich die entsprechenden Startreihen und Startplätze befinden, so dass man die dann vor seinem ersten Rennen oder Wertungslauf auch direkt findet. Unmittelbar vor dem ersten Lauf einer Veranstaltung, sei es Training oder Präsentationslauf, findet dann eine Fahrerbesprechung statt. Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung ist Pflicht. Hier gibt es dann detailliertere Informationen zum Ablauf. Es werden die Flaggensignale nochmal erläutert, es werden Besonderheiten der Strecke angesprochen, es wird erklärt, wo sich der Vorstartbereich befindet und wann man sich in etwa dort einzufinden hat und wie man sich in bestimmten Situationen auf und neben der Strecke zu verhalten hat. Ja, und nachdem man dann dies alles erfolgreich durchlaufen hat, steht dann das an, wofür man eigentlich angereist ist. Man darf mit seinem Motorrad auf die Strecke. Bei Trainings, Einstellfahrten oder Präsentationsläufen natürlich dann nach eigenem Ermessen. Immer wieder aufs Neue dreht man dann hier seine Runden. Bei Veranstaltungen, in denen eine Wertung stattfindet, beginnt das Ganze dann natürlich mit den Trainingsläufen. An einem typischen Wochenende finden diese dann samstags statt. Hier geht es dann darum, die Strecke kennenzulernen und eine entsprechende Rundenzeit rauszufahren, um dann einen möglichst guten oder bei Gleichmäßigkeitsläufen einen passend vorsortierten Startplatz zu erhalten. Ja, und an einem typischen Rennwochenende warten dann meistens am Sonntag die Renn- oder Wertungsläufe auf euch. Hier geht es dann darum, alles zu geben und in der Wertung möglichst weit vorne zu landen. Habt ihr dann in allen Läufen die Zielflagge gesehen, wartet im besten Fall natürlich die Siegerehrung auf euch. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick verschaffen, was euch auf solch einer Veranstaltung alles erwartet und wie der genaue Ablauf ist. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich gerne über einen Daumen nach oben. Sollten noch Fragen zu diesem Thema offen sein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch die Themen hier auf dem Kanal interessieren und ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, organisiert euch gerne mit einem einfachen Mausklick ein kostenloses Abo des Kanals. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.